EX368 von Bimobil. Und auch hier mal wieder im Einsatz das neue Fahrgestell von Iveco. Ja, einfach mal auf sich wirken lassen. Ich habe gehört, das ist die Seriengröße der Reifen und Felgen. Und hier ist der Stefan. Ich grüße dich, Stefan. Ja, hallo, grüß dich. Ja, Teil 2, jetzt ist Nachmittag. Wir drehen heute am Freitag, den 11. September 2020. Ich habe dich schon mal gefragt, ihr seid glücklich mit diesem Fahrgestell? Ja, wir sind absolut glücklich. Wir verkaufen auch in Deutschland mit Abstand die meisten von diesen Fahrgestellen, haben einen guten Draht zu Iveco und das ist ein extrem universelles Fahrgestell. Ein, zwei Takte zu Bimobil. Ihr seid aus Bayern? Wir sind aus Bayern, ja. Familienunternehmen, wurde 1977 von meinem Onkel gegründet. Wir haben 2017, meine Frau und ich, haben die Firma übernommen, ist familiengeführt von Anfang an. Wir sind ein relativ kleiner Betrieb, aber in der Szene, wo wir sind, sage ich immer spaßeshalber, der größte von den Kleinen. Und machen also eine vernünftige Anzahl von Stückzahlen, haben noch Kontakt zu den Kunden, sodass wir also auch das Feedback haben und entsprechend auch die Erfahrung unserer Kunden mit einfließen lassen. Ja, es ist ein Modell, bei dem ich jetzt nur vermuten kann, dass das jetzt schon für die etwas härteren Pisten gedacht ist. Das ist ein Derivat von unserem bewährten Modell EX366 auf dem Sprinter, den wir jetzt ganz neu auf den Iveco Daily, den 3,48 Meter Radstand, adaptiert haben. Und das Fahrzeug ist von der Auslegung für den Vielfahrer. Der sagt, ich will ein möglichst kleines, kompaktes Fahrzeug haben, möglichst geländegängig, und das findet er in diesem Fahrzeug. Wir haben ihn auch hier als Ausstellungsfahrzeug mit Winde ausgestattet, mit KCT-Fenstern, mit entsprechender Elektroanlage, schon mit den Riffelblech-Applikationen im Alkoven und Scheinwerfern, dass man einfach sagt, das Fahrzeug zeigt auch vom Äußerlichen, was es wirklich kann. Das ist gut im Gelände? Das ist phänomenal im Gelände. Der ist niedrig, hat einen kurzen Radstand, der hat permanenten Allrad, der hat seine Differentialsperren, alle drei, eine Untersetzung. Also in der Größenordnung ist das Einzige, was eigentlich auf dem Markt ist. Es ist recht preiswert für das, was es kann, das Fahrgestell. Ja, also ich bin absolut überzeugt, im Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Bimobil unschlagbar. So, der Aufbau, die Kabinen, die ihr oben habt, die kennt man so oder so ähnlich schon seit Beginn der Firma. Seit Beginn der Firma, ja. Das ist euer Markenzeichen. Das heißt, ihr habt da gar nicht so viel geändert, hat aber den Vorteil, dass die Kabinen einen Werterhalt haben, die sind alle gleich. Die sind alle gleich, Werterhalt. Man erkennt ein altes Bimobil genauso wie ein neues. Auch die Kunden, die ein altes Bimobil haben, erkennen sich wieder. Und ja, das funktioniert. Ist zeitlos, das Konzept. Ja, das ist diesmal grau. Das wirkt sehr sportlich fast schon zu sportlich für ein Bimobil. Ihr seid ja eher so ein bisschen biederer, aber trotzdem noch sehr edel. Also ich glaube, es ist auch das, was viele Kunden anspricht, ein modernes Design. Unten mit diesen Applikationen in matt, was man ja kennt vom E-Bike-Bereich, kenne ich das. Da ist ja matt sehr drin. Richtig, ja. Und ich habe die matten Felgen da mit dabei, auch ohne viel Gedöns, sage ich jetzt mal, einfach so schlichte. Kein Hochglanz und einfach zum Benutzen, ja. Ja, dann haben sie es endlich mal geschafft, ordentliche Schilder zu machen bei Iveco. Richtig. Die auch ganz gut aussehen. Himatic, da ist eine Automatik mit drin. Das ist nicht irgendeine. Nein, das ist die 8-Gang-Himatic von ZF, was bei dem Daily jetzt schon seit 2-3 Jahren drinnen ist und bei dem neuen Allrad eben auch mit übernommen wurde. Findet man auch in manch einer bekannten SUV-Marke wieder von namhaften Herstellern. Und das ist ein hervorragendes Automatikgetriebe mit extrem kurzen Schaltzeiten, 8 Gängen, kurzer erster Gang. Dann haben wir hier noch eine zusätzliche Untersetzung von 1:2, also ungefähr 1:2. Und damit sind wir geländegängig und extrem komfortabel auch auf der Landstraße und auf der Piste. Diese 1:2 Übersetzung, wie ist die zu schalten? Ist die separat zu schalten oder ist die da mit drin in dem Automatikgetriebe? Separat zu schalten. Separat. Im Stand muss ich nochmal einen Knopf drücken und habe dann das Ganze untersetzt und kann dann untersetzt wieder die 8 Gänge nutzen, sodass ich theoretisch 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge habe. Okay, verstanden. Hier vorne ist ein Aufkleber. Okay, das war die Sonne.
Das war die Sonne und das ist ein Originalaufkleber von Iveco, der hat mit uns nichts zu tun. Sehr schön. Das Fahrzeug ist neu? Fahrzeug haben wir jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr als Aussteller mitlaufen und auch schon ein paar Testfahrten gemacht, aber ist ein Neufahrzeug noch nicht zugelassen, ja. Aber wie meistens bei uns auch schon wieder verkauft. Das ist so die Wartezeit. Du kannst dich glücklich schätzen, 2,5 Jahre im Moment. Stimmt das? Das stimmt, ja. Wir arbeiten daran, dass wir schneller sind, aber es ist nach wie vor eine enorme Nachfrage nach unseren Fahrzeugen und mit 2,5 Jahren muss man rechnen, ja. Fahrgestelle. Ich habe gehört, ganz anderes Thema, Fiat Ducato, die haben echte Schwierigkeiten, Fahrgestelle zu kriegen, weil der Boom so unglaublich groß ist. Ihr seid eng mit den Herstellern verknüpft. Das heißt also nicht nur, dass ihr die einfach nur ordert, sondern die wollen Feedback von euch. Die kriegen das Feedback, wir reden mit denen, wenn es Probleme gibt, kommt auch gerade Iveco auch mal zu uns ins Haus, dass man was besprechen kann. Mercedes haben wir ja vorhin heute Vormittag besprochen, hat auch mit uns zusammen oder wir mit Mercedes zusammen das M-Book-System nochmal entwickelt und getestet. Also da arbeiten wir mit den Herstellern zusammen und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass das so ist, ja. Ja, da sind diese ganz tollen Fenster eingebaut, die sind kratzfest. Sie wirken schon so, da komme ich nicht rein. Nein, das ist ein robustes Fenster und wie gesagt, verkratzt nicht, hat eine sehr, sehr gute Akustik, also dämmt enorm ab vom Schall, eine ganz tolle Haptik, man schaut gut raus. Das Hauptvorteil ist, ist super isoliert, also die Hitze kommt nicht rein. Schall auch? Schall. Ja, zeige ich ja. Akustisch wie thermisch enorm isoliert. Also das sind schon absolute High-End-Fenster. Zweifach oder dreifach? Es ist ein Sicherheitsglas, ein Verbundglas. Schlaggeschützt. Schlaggeschützt. Schlaggeschützt, ja. Ich kann draufhauen mit dem Hammer, passiert erstmal nichts. Erstmal nicht, nein. Also erst ab einer gewissen Vorschlaghammergröße kommt's, aber so der normale Steinwurf oder sowas macht dem Fenster gar nichts. Das geht noch nicht mal kaputt dann, oder wie? Nein. Echt nicht? Echt nicht. Gut, wahrscheinlich kostet es auch ein paar Euro. Wir können gleich mal auf die Aufpreisliste gucken. Du hast mir erzählt... Der Fenstersatz ist sehr teuer und sind halt auch ein kompletter Satz, muss man mit 100 Kilo Mehrgewicht rechnen, was aber beim Fahrzeug dieser Größe mit 7 Tonnen keine Rolle spielt. Das ist ein Investment in Komfort. Aber alle, die Fenster haben, werden den Weg zurück nicht mehr machen und Standardfenster nehmen wollen. Ja, jetzt weiß ich ja ungefähr, was du mit schlicht meinst. Wenn es vorne noch so schön aussieht, hinten könnte es jetzt von den Lampen und so jetzt auch ein Lieferwagen sein für die Auslieferung von Brötchen am Wochenende. Das heißt, also wenn ich es ganz schlicht haben will, das Bimobil, mache ich die Aufkleber ab, foliere die Fenster drüber und schreibe drauf irgendwie Meierbrötchen. Ja, sibirischer Milchbrötchenservice oder irgendwie sowas. Das ist auch wichtig, weil du mir erzählt hast, dass ganz viele Leute, die wollen das nicht, wenn du jetzt in irgendeinem Land bist, wo die Leute nicht so reich sind, dass es direkt auffällt. Ja, also unsere Fahrzeuge sind ein bisschen von der Optik her Understatement. Das heißt, man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es entsprechend wertvolles, teures Fahrzeug ist. Und das ist wichtig, ja? Wenn ich in dritten Weltländern unterwegs bin, wo die Leute wirklich wenig Geld haben, die sind zufrieden mit ihrem Leben. Aber wenn ich dann als Europäer reinkomme und zeige so richtig, dass ich hier ein richtig teures Auto fahre, das kommt nicht gut an und die Leute reagieren dann entsprechend reserviert. Und so mit einem Bimobil ist unsere Erfahrung und kriegen wir von allen Kunden erzählt, man ist Gast, man steigt aus und ist willkommen und die Leute sind neugierig und kommen auf einen zu. Es ist nicht so ein von oben herab, sondern wirklich ein Reisen in das Land. Ja, das ganze Schlichte wird auch innen fortgeführt. Es ist zweckmäßig, es ist zeitlos, das haben wir schon mehrfach betont. Und ihr legt Wert auf handwerkliche Verarbeitung. Da kann man überall reinfilmen, gut, das kann man bei vielen auch, aber was interessant ist, sind die Spaltmaße. Also ihr habt spezielle CNC-Maschinen, die auf Millimeter oder Teile davon sogar mittlerweile Holz verarbeiten können. Richtig, ja. Wir haben 2 CNC-Fräsen, eine nehmen wir für die ganzen Aluminiumsachen und die andere nehmen wir für Holz, wo wir zum Beispiel von der Inneneinrichtung die Schränke vorbereiten und so, dass man halt wirklich genaue und maßhaltig und reproduzierbar arbeiten können. Das ist ganz krass, wie genau das ist. Ja. Guck mal hier, da die Spaltmaße. Ja. Ja, der Boden, was ist das für ein Boden? Das ist ein PVC-Boden vom namhaften Hersteller, wobei wir dieses Muster auch schon wieder ausgetauscht haben.
weil die ab und zu leider auslaufen oder wir mit der Qualität nicht hundertprozentig zufrieden sind. Das ist immer die Sache. Momentan haben wir einen relativ schlichten grauen Boden, aber generell sehr hochwertiger PVC-Boden, den man auch anzieht, dass es Kunststoff ist. Ich sage immer, ich muss auch mit einem steigeisenfesten Bergstiefel, wo noch ein Kieselstein im Profil steckt, ins Auto können, ohne dass ich den Boden kaputt mache. Das ist hier der Fall. Das ist hier der Fall. Auch Hunde sollten keine Chance haben, den Krallen Boden zu zerkratzen. Ja. Das heißt, da sind am Schluss gar keine Kratzer. Nein. Keine Kratzer. Wir sind mit 2 großen Hunden unterwegs, sieht man nicht. Das Coole ist, dass du das so in die Kamera sagst. Ja, die Leute können ja dann anschließend sagen, hier, lieber Stefan, du hast am 11. September 2020 gesagt, wie war das Bergsteigerstiefel? Steigeisenfeste Bergstiefel mit Kieselstein im Profil, kann man hier durchgehen. Du bist in München, muss man sagen, da sind die Berge nah, du selbst fährst aber gern genau in die andere Richtung. Ja, wobei wir auch gerne in den Bergen sind. Also das Thema steigeisenfeste Stiefel habe ich schon auch daheim und die werden auch eingesetzt. Also ich weiß durchaus, wovon ich rede. Ja. Alles handwerkliche Kunst, das Abkanten dieser Teile, da habt ihr wahrscheinlich Spezialisten für, die nur das machen? Wir haben 2 Leute, die das machen, die sich darauf spezialisiert haben. Wir haben eine Kantbank und das wird entsprechend dann vorbereitet, Kanten gebrochen und lackiert. Die Grundbleche werden auf der CNC-Fräse gefräst, abgekantet und dann angepasst. Also ich zeige es immer unglaublich gerne. Das Material der Hülle, wie? Das ist ein Aluminium-Sandwich, das heißt wir haben 0,7 Alu außen, 40 mm Styrodur, 3 mm Sperrholz innen, 45 mm Wand und Dach innen. Und im Fernreise-Expeditionsbereich haben wir einen 70 mm Boden und im Reisemobilbereich ohne Allrad einen 60 mm Boden. Das ist Edelstahl, hast du mir gesagt. Nein, das ist feuerverzinkter Stahl. Das ist feuerverzinkter Stahl. Hier, wo? die Laschen. Die Laschen sind Edelstahl. Ja, Also Edelstahl ist hart. Wer jemals versucht hat, Edelstahl zu schneiden und hat kein spezielles Werkzeug, das ist wie Diamant im Vergleich zum normalen Stahl. Ja. Sicherheit, großes Thema. Hier kommst du nicht rein. Wenn du mal gerade zumachst. Allein schon. Also darüber haben wir schon mal gesprochen. Das habt ihr überall. Das sagt nach außen, das ist kein normales Reisemobil. So ist es. Genau. Wir wollen zeigen, die Klappe, die Tür ist stabil, bewusst martialisches Auftreten, um einfach den Langfinger erst einmal abzuschrecken. Um dem zu sagen, was hast du gesagt, da drüben? In der Prioritätenliste sollte das Bimobil ganz hinten stehen, wenn er wirklich Zeit hat und unbeobachtet ist und Werkzeug dabei hat und, dann kommt das Bimobil dran. Die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem gering. Das ist wichtig. Du hast mir selber erzählt, es passiert nicht viel, weil die Langfinger und Gauner, die sind nicht immer gerade in der Prärie. Das heißt, die stellen sich auf Parkplätze, die dafür geeignet sind, zum Beispiel Südfrankreich, die schöne Route du Soleil. Ja, Route du Soleil, da gibt es so 2, 3 bekannte Parkplätze, wo alle Wohnmobilfahrer sich sammeln und dann meinen, in der Gruppe sind sie sicher. Dann sind noch ein paar LKWs dazwischen, wo der Kompressor von der Kühlanlage läuft, sodass es schön laut ist. Da stehen die Profis und die Reisemobilisten kommen wie auf dem Tablett. Wenn ich jetzt mit so einem Fahrzeug irgendwo im Wald stehe, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand vorbeikommt, der einbricht, der mir was tut, ist extrem gering. Es gibt eine Paniktaste, die ist ganz interessant. Da kannst du die komplette Außenbeleuchtung, je nachdem wie es konfiguriert ist, komplett ein- und ausschalten. Genau, haben wir hier jetzt noch nicht installiert, ist noch nachrüstbar, bei den anderen Modellen ja. Sprich, ich mache einmal außenrum komplett hell, was einen eventuellen Langfinger erschrecken soll. Meistens dient es aber eigentlich nur der eigenen Beruhigung, wenn es draußen raschelt und man dann schaut, was das für ein Tier ist. Ist es auf, das Fach? Das hier? Ist auf. Das ist einfach Staufach für im Riffelblech-Staukasten. Da kommen dann so die ganzen Schmutzsachen rein, wie Ersatzöl, wie Bergewerkzeug, Bergegurt. Alles, was so nass und schmutzig ist oder sowas, dass ich das nicht im Innenraum habe, sondern hier unten drunter. Ja, das kann man dann auch mit dem Dampfstrahler oder mit dem Hochdruckreiniger einfach, denn das hat einen Auslauf. Ausspritzen. 2 Löcher drin, also das ist auch bewusst nicht wasserdicht. Wasser, was reinkommt, kann wieder raus. Ja. Genau, das ist auch nicht extrem beheizt. Also hier kommt das rein fürs Ich Harte. habe in so einem Staufach meine Bergegurte drin und die Sandschaufel drin und das Ersatzöl. Und
Ja, auch mal einen Sack Grillkohle oder so. Alles so die Sachen, die halt einfach schmutzig sind. So, ihr seid jetzt ein halbes Jahr unterwegs mit dem Fahrzeug. Ich zeige mal so ein kleines Detail. Das ist das Riffelblech. Das ist aus welchem Material ist das? Alu? Das ist ein Aluminium-Riffelblech und entsprechend lackiert. Ja, hat noch nicht so viel abbekommen. Das heißt, hat noch nicht viel abbekommen. das hält. Also wenn ich tagelang, wochenlang, jahrelang Sandpiste fahre, dann ist das wie Sand gestrahlt und irgendwann kommt das Blech raus und schaut silbern aus. Dann muss man nochmal drüber lackieren. Gut, ist ja Alu. Alu macht nichts. Das ist eine optische Sache. Kann eh nichts passieren. Das ist ein spezielles Profil. Das ist Kunststoff. Das hier ist auch wieder eine Silikonleiste. Das ist die Verbindung von der Kabinenecke zum Riffelblech. Das ist einfach eine optische Applikation, genauso wie hier an der Ecke. Das sind Silikonleisten, die draufgezogen werden. Haben aber im Prinzip für die Funktion der Kabine, es ging auch ohne. Das ist ein leichter Rammschutz und eine optische Sache. Hat nichts mit Dichtigkeit oder sowas zu tun. Ja, jetzt kommen wir mal für die Spezialisten das Thema Winkel. Das heißt, ich steige einen Berg hoch. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ist das jetzt schon extrem hier, das Fahrzeug, um Berge zu erklimmen? Oder komme ich da überall hoch? Weil es hat ja doch einen rechten Überhang hinten. Also, wenn man gut fahren kann, reicht es absolut. Das Thema sind die Böschungswinkel. Das heißt, der Winkel vorne und der Winkel hinten ist der Böschungswinkel. Der Winkel zwischen den Achsen ist der Rampenwinkel. Ja, je größer die Winkel sind, desto offroad-fähiger bin ich. Aber irgendwann bin ich so hoch, dass auch die Fahreigenschaften wieder zurückgehen und es wird zu weich. Durch die Kompaktheit von dem Auto kann ich, wenn ich ein bisschen Offroad fahren kann, zum Beispiel einen Kurs gemacht hat bei uns, komme ich überall durch. Schräg fahren, oder ist das eine Lösung? Schräg fahren ist, also wenn ich durch den Graben durch will, muss ich diagonal fahren. Das ist Offroad fahren 1x1. Okay. Ja, Steigungswinkel ist bei dem Fahrzeug noch nicht genau angegeben. Beim Vorgänger waren es 100%. 100 heißt was? 45 Grad. Echt? Das heißt, da wird einem Angst und Bange, wenn man drin ist? Wenn ich hochfahre, gucke ich in den Himmel. Wenn ich runterfahre, habe ich das Gefühl, ich mache einen Bauchklatsch an Dreck. Ja, das ist das Gefühl. Okay. Nein, also nochmal, der Winkel hinten, der Name ist? Rampenwinkel. Ja. Die Engländer differieren es noch ein bisschen. Die haben den Entry- und den Departure-Angle. Ja. Die unterscheiden. Im Deutschen ist einfach nur der Böschungswinkel. Vorne? Vorne und hinten ist ein Böschungswinkel. Vorne ist natürlich phänomenal. Das ist krass, es hört quasi am Rad auf. Genau. Also das Rad ist fast ganz vorne. Das heißt, wenn ich jetzt eine Böschung, wenn ich mir das anschaue, hier komme ich noch dran. Hier greifen zuerst die Reifen. Ja, und dann ist da vorne so ein kleines, dezentes Gitter. Das ist wahrscheinlich aus Kunststoff, oder? Hier ist ein Stahlgitter. Stahlgitter, Schutz für die Ölwanne. Das ist von euch oder ist das von Iveco? Das ist original. Original. Das heißt, die haben das entsprechend durchdacht? Ja. Es ist ein Fahrzeug, was von Iveco für Militärzwecke und Kommunalzwecke als Allradler, als Offroader konzipiert wurde. Ölwannenschutz, die Stahlschürze haben wir vorhin schon gesagt, die Ösen und so weiter, das ist halt alles serienmäßig dabei. Wir haben eben noch die Winde montiert, ja, und die Winde und die Ösen, die wir hier zusammen haben, da kann ich also, die Winde hat 5,2 Tonnen Zugkraft. Wenn ich jetzt über eine Umlenkrolle wieder hier drauf gehe, bin ich etwas über 10 Tonnen Zugkraft. Das ist mehr als ausreichend für so ein Fahrzeug. Da kann ich dann auch probehalber mal beim Dickschiff ziehen, wenn der sich festgefahren hat. Was auch schon mal vorgekommen ist. Was des Öfteren schon mal vorgekommen ist, natürlich. Okay, das heißt, die Leute freuen sich, wenn so ein Fahrzeug kommt, was klein und kompakt ist und leicht. Was heißt denn leicht jetzt hier bei dem? Das ist ein 7 Tonnen Fahrgestell und wir haben aber weit über einer Tonne Zuladung. Eine Tonne? Weit über einer Tonne, ja. Eine Tonne, warte, ich gehe mal hoch. Ich liege nämlich gerade am Boden. Ich müsste da mal drunter gucken. Ist das eine gute Seilwinde? Wahrscheinlich schon, das hättest du nicht verbaut. Das ist die von Wahn, die C12. Das ist eine der besten elektrischen Seilwinden der Welt. Wenn man dann, sicherlich der Welt, wenn man dann eine höhere Zugkraft braucht, dann muss man auf Hydraulik gehen. Ich war kurz mit einem Hydraulikwindenhersteller gesprochen. Die geben selbst für die LKWs 5 Tonnen Zugkraft als sinnvoll an. So, das sind Lampen, die das ist nochmal ein zusätzliches Fahrlicht, was nicht nur in die Ferne strahlt, sondern was wirklich ein Fahrlicht ist. Das heißt, ich habe den Fokus mitten optimiert.
in die Ferne, habe aber trotzdem noch die Peripherie mit ausgeleuchtet, sodass ich den Straßenrand noch ganz gut sehe. Also ich fahre extrem gerne mit diesen Lampen. Hängt am Fernlicht mit dran, das heißt, ich kann sie aktivieren und dann übers Fernlicht schalten. Und das ist richtig hell und damit auch ein sicheres Fahren auf der Piste möglich. Optik. Ihr habt Glück mit dem Auto. Es ist nicht hässlich. Ich finde es gut, es ist ein sehr stimmiges Auto und ich mag die Optik. Das gefällt mir einfach. Glaube ich, bullig. Das heißt also, man kennt das Auto ja von der Deutschen Post AG auch des Öfteren. Ja. Das ist dasselbe, also von der Optik her. Aber ich erkenne es gar nicht wieder. Nein. Sag mal, die Schürzen unten, die Stahlschürzen sind was Eigenes. Das ist wirklich nur bei dem Offroader. Ja. Die gibt es bei der Straßenvariante nicht, da ist es Kunststoff. Und sagen wir mal, die Optik von den Daily mit den großen Rädern dazu, das ist halt ein sehr stimmiges Bild. Das ist ein Fahrzeug, das ist im Alltag unterwegs. In Italien ist ja Iveco schon ewig Erstlieferant beim Militär. Und das Servicenetz fast weltweit. Fast weltweit. In Nordamerika ist Iveco nicht vertreten, was aber nicht stört, weil Nordamerika, die Werkstätten sowieso nicht jedes Auto anfassen. Die haben immer Angst dafür, dass sie verklagt werden. Ja, stimmt. Ja. Ansonsten ist Iveco sehr, sehr gut vertreten und auch durch unsere Unterstützung oder die Unterstützung, die wir liefern können in Zusammenarbeit mit Iveco, haben wir also auch weltweit den Kunden schon helfen können. Wenn du mal so lieb bist, vorne mal die Motorhaube aufmachst, ich will mal reingucken. Muss ich den Schlüssel holen? Schlüssel holen? Mach das. Ich moderiere schon mal ein bisschen, denn ich würde mal gern unter die Haube gucken. Ich schätze mal, da kommt gleich der Schlüssel. Da ist er. Jetzt kann ich ja nur schätzen. Also ich denke mal, dass da der ganz normale 3 Liter Diesel drin ist. Ja. Der unglaublich bewährt ist. Absolut bewährter 3 Liter Dieselmotor mit 180 PS, 3 Liter, 420 Newtonmeter inzwischen. 420? Ja, also phänomenaler Motor. Läuft ruhig, läuft sparsam. Plus das Getriebe noch dazu, das auch nochmal wahrscheinlich Bums bringt. Ja, also wunderbar zu fahren. Luftansaugung. Hier auf der Höhe. Hier ist vom Motor die Luftansaugung, hier ist von der Klimaanlage und vom Innenraum die Luftansaugung. Und die geht kann in die ich auch Haube. ganz einfach hier den Filter ausklopfen. Hier muss ich die Schrauben aufmachen und den Filter ausklopfen. Okay, und das geht die auch in der Luftansaugung. Ich brauche keinen Schnorchel bei dem Auto. Luftansaugung ist auf Schulterhöhe. Okay, also wenn das jemand haben möchte, dann nur aus optischen Gründen? Es gibt einen Schnorchel aus dem australischen Bereich, dann geht aber die Fahrertür nicht mehr ganz auf, weil der Australier von Rechtslenker ausgeht. Und ich bin kein Befürworter vom Schnorchel bei dem Auto. Was will ich noch? Okay, das heißt, das ist so hoch, wenn ich das erreicht habe, habe ich eben ein Problem. Wenn ich das Wasser hier stehen habe, habe ich einen schweren Fahrfehler gemacht. Und da hilft mir der Schnorchel 30 cm Höhe auch nicht mehr. Verstanden. Du selbst kannst fahren? Ich denke. Das heißt auch das Thema, selbst die Fahrzeuge auszuprobieren, diesen Virus selbst zu haben. Wie bist du denn zur Firma gekommen, zur Firma Bimobil? Das war dein Onkel, oder? Das war mein Onkel. Ja. Ich war immer schon, seit ich 16 bin, im Gebirge unterwegs. Wir haben dann Trekkingtouren gemacht, Fahrradtouren, Rucksacktouren, GA20 in Korsika gelaufen, Hardanger Widder gelaufen, 4 Wochen Island und mit dem Fahrrad, da komme ich her und das ist meine Art zu reisen. Wir haben dann, wo unsere Tochter auf die Welt kam, 2000 einen Pickup gekauft. Ich bin eigentlich Luftfahrer, Flugversuchsingenieur. Und dann ist aber leider die Firma Fairchild Dornier pleite gegangen. Ja, und dann war das irgendwo naheliegend, dass ich 2003 dann hier in der Firma mit eingestiegen bin. Habe zuerst in der Werkstatt mitgeholfen und Werkstattleitung ein bisschen gemacht. Anschließend habe ich dann den Vertrieb übernommen, weil mir das wohl im Blut lag. Und ich im Vergleich zum damaligen Vertriebsleiter deutlich mehr Autos verkauft habe nebenher. Da habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich um den Vertrieb. Und seitdem ist die Firma halt auch wirklich gewachsen. Und 2017 habe ich die Firma mit meiner Frau zusammen übernommen. Ja, du bist ein ganz authentischer Typ, so habe ich dich kennengelernt. Du bist sachlich. Schon fast wie so der Physik- und Mathelehrer, den ich mal hatte, da waren alle ruhig, ja, wenn du gesprochen hattest. Das war so. Nee, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so. Das gezeichnet Leute, ja.
man hört halt gerne zu und hat so das Gefühl, wenn du jetzt irgendwas sagst, dann ist das zu viel. Denn ich habe eine gewisse Ehrfurcht vor euren Autos und das habe ich ganz selten. Also wenn du hier reinguckst, nee, aber auch so ich habe das letzte Mal schon erwähnt, ich habe es letztes Mal sexy gesagt, aber das ist einfach nur, es sieht aus wie aus einem Guss, der Anschluss. Gut, Alkoven ist freitragend, habe ich vorhin heute Vormittag auch schon gesagt. Und über dem Fahrerhaus, und das ist einfach eine GFK-Applikation, die Wohnkabine, Fahrerhaus fest miteinander verbindet. Damit habe ich kein Wasser, keinen Staub und sonst irgendwas in den Ritzen drinnen. Ist nochmal eine akustische Isolierung, das heißt, im Fahrerhaus ist es leiser. Und von der Aerodynamik ist es etwas besser durch den dichten Anschluss. Also freitragend heißt, ich habe keine Stützen drin. Das heißt, das trägt sich selber mit den Wänden. Ja. Ist es steif? Ja. Wir haben ein extrem, also der Fahrzeugrahmen vom Iveco Daily Allrad selber ist relativ steif. Dann haben wir noch einen sehr, sehr stabilen Zwischenrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Und dann haben wir noch unseren steifen Boden dazu. Das heißt, die Verschränkung des Rahmens unterbinden wir. Und die restliche Verschränkung kommt rein über das Kippen der Achsen. So, Aber dadurch, dass ich die 3 Differentialsperren habe, selbst wenn mal ein Rad in der Luft ist, kann ich weiterfahren. So, das Cockpit. Ja, man hat jetzt auch so die rudimentärsten Sachen hat man endlich mal am Lenkrad. Das war ja früher auch nicht der Fall. Also, und natürlich, ja, die habe ich ja selber im Einsatz, die schöne Halmatik. Das war vorher natürlich mit dem Mit dem Agile, das war das Gefühl gehabt, man schaltet selber besser. Ja, das Problem war auch, dass wenn die Last geändert wurde, dann muss man es neu programmieren und so. Da ist so ein blauer Schalter, was kann der? Moment, ich muss mal schnell hier um die Ecke gucken. Der sieht aus wie aus dem Flugzeug. Das ist die Aktivierung von den Scheinwerfern. Also ich habe gedacht, das wäre... Nein, kein Schleudersitz. Die Selbstzerstörung. Nein. Das ist die Aktivierung von dem Fernscheinwerfer und dann habe ich ihn auf dem Fernlicht am Hebel. So. In den nächsten 30 Sekunden wird das Fahrzeug zerstört. Ja, bitte verlassen Sie. Das war James Bond, glaube ich. Das war James Bond. Ja, man kann das Fahrzeug von hinten überwachen, auch von der Seite, oder ist es nicht gefragt? Nein, wird eigentlich nicht gefragt. Wir haben hier sehr, sehr gute Parabolspiegel, wo ich also wirklich seitlich runterschauen kann. Links kann ich mal aus dem Fenster schauen. Und rechts oben haben wir ja noch den Sicherheitsspiegel, wo man den Fahrradfahrer sehen kann, der beim LKW vorgeschrieben ist, den ich aber immer so einstelle im Gelände, wie der jetzt auch eingestellt ist. Ich sehe das rechte Vorderrad über den Spiegel. Das heißt, ich kann also links rausschauen, rechts über den Spiegel schauen, ich sehe die Räder, ich weiß also ganz genau, wo ich fahre, wenn ich im Gelände irgendwo durchbalanciere. Das lerne ich aber alles bei euch. Wir haben einmal im Jahr Fahrtraining, was wir unseren Kunden anbieten, wo sowas geübt wird, ja. Ja, mit dem Fahrzeug, was ich fahre, geht das sowieso nicht. Deswegen 4x4 steht drin. Ist auch schön hier mit dem Boden gemacht. Das ist alles so ganz weich von der Haptik. Kunststoff. Ja. Das heißt, man kann hier auch wirklich mal nass rauswischen. Und ich meine, wenn man Offroad unterwegs ist in matschigen Regionen, ich muss ja ständig aussteigen, gucken, ob es funktioniert, ein Stück vorgehen. Und hier ist es einfach richtig dreckig nach so einer Tour. Das glaube ich dir. So, gehen wir mal raus, denn wir müssen gleich mal rein. Ich springe mal runter. Ich hoffe, dass die Kamera es überlebt hat. Hey, da ist noch eins. Aber das zeigen wir später. Machen wir später. AdBlue hat er? AdBlue, ganz normal Euro 6 Fahrgestell. Was ist da hinter der Klappe? Hier haben wir Diesel. Ja. Und symmetrisch auf der anderen Seite die AdBlue-Befüllung. Okay, verstanden. So, ansonsten ist es ein ganz normaler Iveco, wie man ihn kennt, auch von der Deutschen Post AG. Genau. Oder DHL fährt ihn ja ganz, ganz oft. Die schwören nämlich auf Iveco. Ja. Gut, dann gehen wir mal. Weißt du, was Iveco heißt? Ja, ich habe es mal nachgelesen, aber sag's mir. Industrial Vehicle Corporation. Cool. Ich habe nur die Geschichte, habe ich mal gelesen. Dass das kommt von Magirus und so weiter. Das war ein Verbund von ganz, ganz vielen Lkw-Herstellern. Steht jetzt unter dem Namen Fiat, genauso wie ein Ferrari auch ein Fiat ist. Aber eigentlich ist das ein Lkw-Hersteller. Ja, ich fahre ja selbst die Iveco jetzt seit einem Jahr, bin ganz zufrieden. Gut, ich muss sagen, das Fahrzeug fährt. Also es fährt, das ist sicherlich einer der besten Motoren auf dem Markt und ansonsten ist das eine Lkw-Technik unten drunter. Wie früher der Mercedes Vario und so ein Mercedes Artego, diese kleinen LKWs. Ganz, ganz robuste Lkw-Technik. ein Heckantrieb? Nein, ja.
In dem Fall mit Allradantrieb. So Allrad, richtig, ja. Ich habe nämlich einen Heckantrieb, ich habe einen Kardan drunter bei mir. Nein, in dem Fall ein Allradantrieb. Die Standard-Dailies haben einen Heckantrieb. Aber auch hier der Vorteil, sollte ich irgendwo ein Problem haben und ich bin irgendwo auf der Welt, ich fahre eine LKW-Werkstatt, der schaut da drunter und sagt, okay, kenne ich. Ich weiß, wie das ist, wie das funktioniert. Das ist der gleiche. Standard. Nein, es ist einfach eine LKW-Technik, ja, wie Welt halt verbaut wird. Klar, mit kleinen Variationen und Anpassungen und so, aber so vom Grundprinzip kann jeder, der einen LKW reparieren kann einem hier beim Fahrgestell auch helfen. Zeig mal gerade, wie schön das hier drunter gemacht ist. Tja. Das Kästchen, das ist der AdBlue, die Verkleidung vom AdBlue-Tank da vorne. Ja. Und dahinter kommt dann unsere Einstiegsstufe. So, und dann gehen wir jetzt mal rein. Ja. Die Leute nicht mehr auf die Folter zu spannen. Denn das Fahrzeug ist nämlich recht beliebt. Das Reisemobil EX368 auf Iveco Daily S18 HA8WX. Das ist wahrscheinlich diese spezielle Ausführung mit 180 PS, Euro 6. Das ist ja auch Leuten ganz wichtig. Ja. Wenn ich denn doch mal nach Stuttgart reinfahren möchte, brauche ich kein H-Kennzeichen. Nein, definitiv nicht. Das ist ein zeitgemäßes Auto. So, Preis, wie Sie es hier sehen, 238.752 Euro mit sehr gute 19 Ausstattung, mit KCT-Fenstern und Winde und ja, Thema Werterhalt. Ich muss es immer wieder nochmal ansprechen. Es ist wirklich so, dass die Fahrzeuge teilweise 10 Jahre auf der Spur sind und unglaublich viel Wert erzielen noch als Gebrauchtfahrzeug. Ja. Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber selbst wir sind immer wieder richtig erstaunt, wie viel ein gebrauchtes B-Mobil noch an Wert erhalten hat und wiederbringt im Verkauf. Edelstahl, hier? Ja, Scharniere. richtig. Wenn die Tür nochmal zumachst, bitte. Ich will die noch einmal zelebrieren. Oder wie die YouTuber sagen, feiern. Denn das ist, glaube ich, das Erkennungszeichen. Man merkt, dass du aus der Luftfahrt kommst. Da sieht das alles so ähnlich aus. Ja. Schraubenfelder, Nietfelder, das habe ich mal gelernt, ja. Das magst du, gell? Ja, das mag ich. So, und das ist ja mal, das heißt, wenn da einer mit einer Feile kommt, der hat ein bisschen zu tun. Da arbeitet er ein bisschen, ja. Und spätestens dann ist man wach. Was ist denn der? So ist es. Ja, schön. Da kann man fragen, ob man Wir gehen mal rein. ausreichen muss. Ja, das ist ja auch so. Ich brauche ja dann eine Trennscheibe, die das auch kann. Genau. So, da vorne sieht man es. Hier habe ich ein richtiges Schloss mit drin. Und hier ist die Patricia. Warte, ich zeige noch mal kurz die Einstiegsstufe. Das Ganze ist auch sehr schön zu begehen. Hier ist der Schuhschrank, korrekt? Ja. Da ist er. Kleiner Schuhschrank, dass man von außen die schmutzigen Schuhe schnell reintun kann. Mit dem wunderbaren Boden, der nicht zerkratzt werden kann. Hallo Patricia. Hallo Sven. Die Spezialistin für Innenräume. So ungefähr. Ja, zeitloses Design, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das heißt also, die Leute sollen nicht nur Freude haben für 3 Jahre, bis die nächste Mode kommt, sondern möglichst lange Spaß dran haben. Ihr habt euch deswegen für ein Design entschlossen, was es so oder so ähnlich schon ewig gibt. Das heißt, das ist praktisch so ein bisschen wie braun oder wie früher. Zeitlos, geradlinig, echte Materialien. Das heißt, wenn es nach Holz aussieht, ist es auch wirklich Holz. Ja, das ist ein Korean-Material, das ist ein sehr, sehr hochwertiger Mineralstoff, ja, wo man wunderschöne Sachen machen kann, der sehr robust ist, wo man auch mal eine Pfanne abstellen kann und ist also wirklich hochwertige Materialien und hält einfach wirklich lange. Pfanne heißt eine heiße Pfanne. Ja, nicht gerade direkt vom glühende Pfanne. Das wird dann schon weich, aber eine warme Pfanne und auch vom Kratzen oder so. Ein sehr, sehr dankbares Material. Korean. Außerdem kann man es ja austauschen, das heißt also zur Not. Kann man die Küchenarbeitsplatte tauschen, wenn es ist, ja. Aber du hast mir gesagt, man kriegt die nicht so schnell kaputt. Nein. Sie ist lang. Also es gibt wahrscheinlich ein interessantes Konzept, was du mir gleich erklären wirst, denn ich ahne schon, wie man die Raumaufteilung hier hat. Genau. Also, wie gesagt, das ist ein Derivat von unserem EX366, den wir auf dem Sprinter haben. Die Idee ist, ich habe hier ein festes Heckbett und ich kann aber durchs Vorziehen von dem Bett, das zeige ich gleich mal, nochmal ein richtig schönes großes Bett mit über 1,30 Breite bauen.
Und es bleibt noch ein Sitzplatz erhalten, falls man schon mal Bett fertig macht, dass man sagt, einer kann noch sitzen bleiben, wenn der andere schon im Bett ist. Ist ja oft bei Paaren so, dass man leicht zeitversetzten Tagesrhythmus hat. Soll ich das mal eben zeigen? Ja, bitte. So, und ich könnte wetten, wenn die Kamera nicht dabei wäre, wäre es noch schneller gegangen. Der typische Vorführer. Aber es war jetzt eine Minute. Ich denke, Das war krass. Ist auch noch sehr neu. okay, das heißt, es geht dann noch ein bisschen leichter. Und da habe ich dann einen kompletten Platz noch frei, wie wir das eben gesagt haben. Tisch muss ich nicht abräumen. Ich muss hier die Küche etwas verkleinern, habe aber die Spüle und den Herd trotzdem frei. Das heißt, der Frühstückskaffee für den Frühaufsteher funktioniert schon mal. Okay, das heißt, ich könnte das auch für eine gewisse Weise auch einfach so umgebaut lassen, wenn ich es nicht unbedingt brauche. Im Prinzip ja. Ja. Bloß wenn Kannst ich du was? alleine unterwegs bin, würde ich die Matratze gar nicht mitnehmen und einfach nur das Bett hinten lassen. Und wenn man zu zweit ist, kann man halt einfach sagen, jetzt ist Abend, wir bauen schon mal das Bett. Dann kann der Erste schon mal nach hinten krabbeln und der andere kann noch fertig lesen, Wein noch fertig austrinken. Morgens dann umgekehrt. Ein Fensterchen. Hier unten so die Ecken, die auch rund sind, weil das ist natürlich eine schöne Kante, wo ich finde, du sprichst aus Erfahrung. Ich spreche nicht aus Erfahrung, aber es ist offensichtlich, dass hier ein gewisses Potenzial herrscht, dass man mal hängen bleibt. Am Wenn man Eingang. böse ist, kann man sagen, die Lernkurve ist sehr steil. Ja, sie ist aber rund, das heißt, Ja. kann nicht so viel passieren. So ist es. Das ist gut gemacht. Was ist das für eine Leuchte da? Links neben der Truma? Oben? Das hier? Ja. Das ist ein Sensor. Das ist ein Sensor. Temperatursensor und das ist auch nochmal ein anderer Sensor. Weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Nicht schlimm. So, ihr habt hier natürlich auch, die Bedienelemente sind sehr, sehr stark reduziert, funktionieren. Ja. Und Votronic, ihr seid da zufrieden mit? Wir sind zufrieden mit Votronic. Mit dem haben wir jetzt schon seit längerem Partnerschaft. Teilweise wird es ergänzt durch Büttner-Komponenten, wenn man mehr Leistung braucht. Und uns ist wichtig, dass wir immer, wenn wir einen Partner haben, intensiv mit ihm zusammenarbeiten und auch eine längere Kooperation haben. Denn ihr braucht das Ganze wahrscheinlich für eine gewisse Lebensdauer der Baureihe, dass also die Leute... Die Gewährleistung, dass die Ersatzteile da sind, dass, wenn mal ein Fehler sein sollte, dass wir auch sofort eine kompetente Unterstützung vom Partner haben. Ich nehme an, ihr habt die Bauteile auch auf Lager liegen, also falls einer mal anruft in Afrika und braucht jetzt mal dringend was. Schicken wir das Bauteil hinterher. Ja, das ist auch schon vorgekommen. Ist schon vorgekommen, kommt aber extrem selten vor. Das ist zum Glück so. Und, Patricia? Ja, kompakt, gemütlich. Das mit dem Bett war für mich eine totale Überraschung. Also hier kann man auch super zu zweit reisen. Alleine nochmal, dass ich das sehen darf? Wie groß das Bett wäre dann, wenn die Matratze weg ist? Darf ich das? Achso, nochmal zusammen? Genau, bitte, mach mal. Ich will nur einmal, dass die Leute... So. Dass ich den Raum nochmal sehe in Gänze. So, und jetzt... Ja, das ging ja schnell. Das Polster ist schön. Das ist so schlicht. Polster haben ja ganz, ganz viele Farben. Das ist Geschmackssache. Ob ich es jetzt richtig krachert bunt haben will oder schlichte Farben oder schlicht grau oder in Leder, das ist immer eine Sache, eine ganz wesentliche Sache für das Wohlfühlen in der Kabine. Und da sind wir sehr, sehr offen. Hier habe ich Vorhänge, die kann ich zuziehen. Ich kann aber auch komplett verdunkeln. Ich habe Fliegenschutz. Hartglasfenster.de. Einfach mal googeln, wer sich dafür interessiert. Kann man hier schnell zeigen. Ja. Ich habe also ein Fliegengitter, was sauber in der Bürste geführt wird, ja, wo wirklich nichts durchkommt. Das ist für die Nordmücken, die großen Brummer, mehr als ausreichend. Wenn ich in Richtung Australien, wo die kleinen Blackflies sind, oder auch in Schottland, die Midges, dann gibt es nochmal ein feineres Netz. Die gibt es auch schon in Deutschland jetzt. Ich habe letztes Mal welche gehabt in Frankreich. Ja, wunderbar. Die sind so klein, dass du sie kaum siehst und stechen aber Ja.
Die Pusteln sind genauso groß. Ja, bei einer Schottland-Rucksacktour, da hatte meine damalige Freundin auf dem Handrücken 64 Stiche. Die hat Fieber gekriegt und das war echt eine kritische Situation. Und nicht nur am Handrücken, sondern das ging ja über den ganzen Körper. Also das war eine kritische Situation. Das macht keinen Spaß mit den Tieren. Schön. Überall Klappen. Auch die ziehen sich quasi selber zu bei einem leichten Druck. Hier die Klappen? Ja, nee, oben. Nein, das ist einfach ein Federdruck. Das heißt, wenn ich die Feder überwunden habe, dann wird sie auch zugezogen. Achso, die fällt dann selber zu. Ja, nee, hier, das ist, wenn man durchgeht, ja, wenn ich den Drehpunkt von der Feder erreicht habe, ab dann geht sie zu. Und Okay. wird auch leicht zugezogen. So, jetzt schaue ich mir noch mal ganz kurz die Küche an. Klein, aber fein. Aber das Besondere ist, du hast mir erzählt, du bist über Eisenbahnschienen gefahren, die schöne Tour. Ja. Aber das war bestimmt Absicht. Du wolltest mal wissen, ob das Reisemobil anschließend noch lebt. Wenn ich ehrlich bin, das war keine Absicht. Nee. Das war die Aussage, ihr könnt hier nicht fahren. Der Weg, den wir fahren wollten, ist viel zu zerfahren. Das funktioniert nicht. Aber der Bahndamm, der geht geradeaus. Das war auch auf 20 Meter gut. Da waren die Schwellen schön im Sand versenkt. Danach waren die Schwellen aber wieder wie bei jedem Bahndamm. Und da sind wir drüber gefahren. Das frippiert das Auto aufs Übelste durch. Aber alle Autos haben es überstanden. Gut, ihr habt das aber nur 10 Minuten gemacht, deswegen war es nicht so schlimm. Ja, fast. Wir haben es 1,5 Tage gemacht. Auf Bahnschwellen. Ja, waren ungefähr 20 Kilometer und das war echt lange. Das war also keine große Strecke, aber manchmal ist es so, wenn man Offroad unterwegs ist, dann hat man für kurze Distanzen auch mal 1 Tag, 2 Tage, manchmal auch 3 Tage, wenn man noch entsprechend buddeln muss und bergen muss und das kann passieren. Ein Bad hat's auch. Ja, Das ist immer so spannend, weil wir schon so viel gedreht haben heute. aber klein. Klein. Das ist ein Dusch-Toilet-Waschraum. Warte, ich gehe mal rein. So, auch hier habe ich wieder 2 Abläufe. Das ist, glaube ich, Standard bei euch. Duschtasse mit 2 Abläufen, schönes Waschbecken und in dem Fall eine Kassettentoilette. Aus Platzgründen. Chemietoilette, wie man sie kennt. Genau, wie man sie kennt. Ganz normale Tedford. Wir schauen uns nachher noch einen Grundriss an. Da ist die Dusche im Durchgang zum Fahrerhaus. Das wäre hier auch eine denkbare Alternative. Platz sparen. Ja. Aber wie gesagt, für die meisten Leute, die dieses Fahrzeug haben wollen, da ist die Betonung auf Fahren. Und die kommen meistens vom Dachzelt und Geländewagen und sagen, ich will klein bleiben. Das ist Und hier schon Luxus. Und das ist deutlich mehr als das, was ich vorher hatte. Ja, ich finde es gar nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, meine Dusche ist auch nicht größer, die ich jetzt im Moment habe. Das erinnert mich so von der Verarbeitung alles so ein bisschen an die Kita. Das ist so an der Seite mit dem Schichtholz, was da ist. Jetzt sind ja die Kita-Kinder nicht gerade so die mit dem Material am schönsten mit umgehen. Da wird draufgehauen, gemacht, getan. Das heißt, das hier hält, Das oder? hält. Das ist wasserfest verleimtes Birkensperrholz. Das hält. Das heißt, drauf duschen ist gar kein Thema. Überhaupt nicht, nein. Das ist eine Nasszelle, die darf komplett nass sein. Wir haben auch die von der Duschtasse selber die Umrandung aus dem Material. Ein riesengroßer Spiegel, das ist uns meine Kamera. Schön. Was ist da drunter? In dem blauen? Ein Schrank. Ich mach mal eben auf. Ja. Irgendwo Vielleicht- ist aus Toilettenpapier und die Badutensilien hin. Oben? Unser Badschrank, wie gehabt. Da kann man dann die Ibus reinmachen oder was weiß ich. Ja, Zahnbürste und so weiter, die ganzen Utensilien. Wir haben hier nochmal Mhm. ein großes Handtuchfach, was in den Stahlkufen reingeht. Cool. Okay, und hier ist dann die Durchreiche, das Portal quasi, aber da ist noch ein großer Kleiderschrank, sehe ich gerade. Ja. Darf ja auch nicht fehlen. Der darf nicht fehlen. Das ist ein Kleiderschrank. Der ist echt groß. Ja gut, da sind Jacken und was weiß ich, wenn ich in die Kälte fahre oder... Ja. Das
Selbst wenn ich eine Langzeitreise mache, dann brauche ich auch mehrere Jahreszeiten die Kleidung. Ich brauche eine Sommerjacke, eine Regenjacke und eine Winterjacke. Ja? Hier oben nochmal ein entsprechendes Fach. Und in den Staualkoven, das habe ich schon gelernt. Hier passt nochmal richtig was rein. Krass. Da kann man ja fast dran schlafen. Ja. Ja, und hier komme ich dann ins Fahrerhaus. Das ist abschließbar. Ja. Kann ich zumachen. Wie immer. Abstellbar hier mit einem vernünftigen Riegel. Da bin ich wieder da, wo ich war. Genau. So, wenn ihr mal ganz kurz nach hinten geht, dann zeige ich nochmal gerade den kompletten Grundriss in der Übersicht. Klein, aber fein, kann man das sagen? Ja, so würde ich es bezeichnen. Multifunktionell, das heißt, ein Einzelbett habe ich immer. Ja. Und Auch für das Ausruhen am Tag mal schnell, ohne umzubauen. Auch wenn man krank ist oder so, dass man sagt, ich mache mal eine Stunde Pause, reicht das völlig. sag mal, so ein kleines Detail. Das da sieht aus wie... Das Lüftungsgitter? Nein, das drüber, der Stoff. Sisal. Sisal. Das ist Sisal. Den Namen vergessen. Ja. Sisal. Machen wir bei den Sitzstockkästen immer an der senkrechten Fläche. Als Bodenbelag eine Katastrophe, man kriegt den Sand nie raus. An der senkrechten Fläche hervorragend, man sieht keine Abriebe von den Schuhen. Ist gut zu reinigen, selbst bei uns mit ganz vielen Hundehaaren im Fellwechsel kriegt man einwandfrei weg. Also das optimale Reisemobil für Hundeliebhaber, das habe ich schon gelernt. Das heißt, am besten da natürlich sagen, ich habe so und so viele Hunde, ihr habt selber Hunde, ihr habt da große Erfahrung mit. Ja, wir fahren mit 2 großen Hunden, das Familienmitglied muss sinnvoll mitreisen, muss sicher mitreisen. Das heißt, wir finden immer eine Lösung, dass man den Hund in einer integrierten Hundebox sicher unterbringen kann, dass der auch bequem schläft. Bei uns geht das so weit, dass wir sogar einen Klimaanlagenausbläser haben in die Hundebox und eine Warmluft aus. Also die fahren bei uns schon First Class. First Class. Ja, der Kühlschrank, Dometic Kompressorkühlschrank. Ja. Das darf nicht fehlen, der macht dann richtig kalt. Ja, wir gehen nochmal raus, dann zeige ich das Fahrzeug nochmal komplett von außen. Und wir müssen unbedingt die Motorhaube nochmal zumachen, denn für das Abschlussbild brauchen wir die Optik ohne Motorhaube. Er wird wahrscheinlich so die meiste Zeit auch rumfahren. Ja, das Bimobil EX368 auf dem Caravan-Salon 2020. Stefan Christner, stellvertretend für 80 Leute. 80 Leute, ja. 80 Mitarbeiter haben wir. Und 2,5 Jahre Vorlauf, 2 bis 2,5 Jahre hat er gesagt. Ja, Ja. wenn Sie also Lust haben, noch ein bisschen Zeit haben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an den Stefan und er wird Ihnen zuhören. Oder das Vertriebsteam, genau. Aber wenn man dich mal sehen will, unbedingt, vielleicht kriegt man das auch hin. Ich bin da. Danke. Tschüss. Tschüss.